Ja, hallo Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Motorradtourer. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ja, das Wetter Anfang Oktober 2023 war einfach nochmal hervorragend, so dass wir nochmal zu einer kleinen Tour aufgebrochen sind. Und zwar zur Alpentäler Tour. Alpentäler Tour darum, weil einfach an diesen Tälern oft vorbeigefahren wird auf dem Weg nach Südtirol oder egal wohin. Wir haben uns heute Morgen getroffen in Eichstätten. Das ist an der Autobahn Memmingen Richtung Bodensee und sind dann gemeinsam losgefahren über Kempten, Fronten, Reute, alles Landstraße. So, dann wollen wir heute am Plansee vorbeifahren, über den Ammersattel und dann über Garmisch und Ehrwald wieder zurück zum Fernpass, dann über die Pillerhöhe bis zum Zugang zum Kaunertal. Die Auffahrt zum Kaunertal, das ist ja eine spektakuläre Auffahrt mit riesiger Aussicht bei diesem schönen Wetter. Daher kommt es im Anschluss als separates Video. Und jetzt geht's los. Alles klimafrei. Alles klimafrei. Bei strahlendem Wetter fahren wir jetzt die Nordseite des Plansees entlang, weiter zum Ammersattel und überqueren dann wieder die Grenze nach Deutschland. Und weiter geht's dann Richtung Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen. Eine wirklich auch ganz tolle Strecke. Alles klimafrei. Alles klimafrei. Ja, durch Garmisch sind wir durch, war ein ordentlicher Verkehr. Jetzt fahren wir an der Zugspitze entlang bis nach Ehrwald und weiter zum Fernpass.
Eieiei, jetzt sind wir auf der Fernpassstraße angelangt und fahren jetzt Richtung Imst. Also das ist ja unglaublich, welcher Verkehr da immer abgewälzt wird. Also selbst mit dem Motorrad ist da an Überholen überhaupt nicht zu denken. Oder vielleicht auch mit meinem Motorrad, aber keine Chance, weil hast einen überholt, steht der nächste vor dir. Und es ist auch nicht ungefährlich, weil permanent LKWs und so weiter entgegenkommen. Also wir haben ja Zeit, jetzt fahren wir da halt hinterher, bis wir in Imst sind und danach wird es wieder besser werden. Durch Imst sind wir jetzt Gott sei Dank durch und fahren jetzt weiter Richtung Piller und Pillerhöhe. Alles GEMA-frei. Jetzt sind wir also hochgefahren, diese 14 Kilometer lange Straße über Piller zur Pillerhöhe auf 1558 Meter. Ab Piller wird die Straße ja relativ eng und jetzt geht es weiter auf noch einer schmaleren Straße, diese 8 Kilometer lange Abfahrt nach Kauns, wo wir dann direkt ins Kaunertal abbiegen werden. Alles GEMA-frei. Also nach der Pillerhöhe kommen wir jetzt runter nach Brutz und fahren dann Richtung Feichten ins Kaunertal. Jetzt beginnt sie also, die schönste Sackgasse der Welt, wie sie genannt wird. Nach der Abfahrt von der Pillerhöhe fahren wir weiter bis nach Brutz und dann Richtung Feichten ins Kaunertal.
Welche Berglandschaft uns erwartet, wissen wir noch nicht, aber wir sind gespannt. Also, es kann losgehen. When I close my eyes, I will find you. Alles GEMA-frei. I'm in my favorite place in the world. I'll never go away. I'm in the hottest place in the world. Grüß Gott. I'll So, never danke, tschüss. Jetzt haben wir also die Mautstelle in Feichten passiert. Die Kaunertaler Gletscherstraße ist mautpflichtig und kostet momentan 2023 18 Euro pro Motorrad. Nicht gerade günstig, aber ihr werdet sehen, dass sich diese 18 Euro wirklich rentieren. Wir fahren jetzt von 1287 hier unten in Feichten bis hinauf auf 2750 Meter. Und zum Weißseeferner Feichten und dem Gletscher liegt noch der Kepatsch-Speicher, der sehr beeindruckend auf der Höhe liegt. Was ganz besonders ist an der Kaunertaler Gletscherstraße, ist der Umstand, dass die eigentlich ganzjährig geöffnet ist. Also man versucht hier im Kaunertal die wirklich das ganze Jahr befahrbar zu halten. Ich kann mir vorstellen, bei Schnee ist es was ganz Besonderes, da hochzufahren. Das hat schon was von Abenteuer. Also jetzt viel Spaß beim Ansehen. Jetzt fahren wir auf ihn zu. Hier oben seht ihr schon die Staumauer des Gepatsch-Speichers im hinteren Kaunertal. Kurz ein paar Daten. Bauzeit 1961 bis 1964. Also ist er fast so alt wie ich. Fläche 2,6 Quadratkilometer. 138 Millionen Kubikmeter Wasser. Tiefe, 111 Meter, unglaublich. Auf 1767 Meter. Der produziert den Strom für das ganze Tal und noch mehr. Gesamt 661 Gigawattstunden pro Jahr. Irre. Sowas sollte man auch haben. Da kann man doch grüne Energie produzieren. Also echt genial und wirklich, seht mal, wie der liegt. Unglaublich schön. Alles GEMA-frei. Also, wir fahren auf der Kaunertaler Gletscherstraße. Da oben ist er, der Gletscher. Da ist der See. Alles sieht ja richtig geil aus. Ja, da fahren wir jetzt mal hoch, so weit wir kommen. 18 Euro. Naja, wenn du überlegst, was der Hubschrauber kostet. Alles GEMA-frei.
Ja, die 29 Kehren auf den letzten 26 Kilometern sind fast geschafft. Ich möchte euch jetzt, weil mich das selber auch echt umgehauen hat, die Landschaft hier oben, die letzten Höhenmeter einfach mal ziemlich ungeschnitten zeigen, damit ihr seht, wie das hier oben zugeht. Und dass es sich wirklich, also aus meiner Sicht lohnt, da hochzufahren. Ich war ja wahrlich schon auf sehr vielen Pässen und bin schon sehr viele Pässe rauf und runter gefahren. Aber hier diese flüssige Fahrweise mit relativ wenig, klar 29 Kehren, aber relativ wenig totale Spitzkehren wie am Stilfseejoch oder anders wie am Stilfseejoch und dann trotzdem auf diese 2750 Meter zu kommen, das hat schon was. Also, schaut es euch an. Wir haben jetzt rund eine Stunde später, wie im Video angezeigt wird, also knapp 17 Uhr. Und wir haben von oben am Kaunertaler Gletscher überlegt, ob wir jetzt noch Richtung Silfreda fahren und vielleicht in Galtür oder ja, irgendwo übernachten. Aber jetzt haben wir vorgezogen, hier im Kaunertal was zu suchen und sind fündig geworden in Feichten. Und da fahren wir jetzt hin, das ist ja nicht mehr so weit, also wie gesagt, wir sind sehr hoch gefahren, wir sind jetzt rund diese 26, 28 Kilometer noch. Dann haben wir noch Zeit, ein bisschen zu filmen und ein bisschen Bilder zu machen und dann werden wir im Hotel eintreffen. Also, ihr könnt jetzt mit abfahren und das ist ja auch was.
Scene 1, Apple, take 1. Genau so. Dass das drauf ist da. So, gut. Okay. Okay. Ups. Scene 1, Apple, take 2. So ist, ja. Ich suche das Hotel Lerchenhof. Lerchenhof, ja, vorne verkreuzen, rechts und dann gleich wieder links, nachher die Straße hoch. Rechts, links und Straße hoch. Kreuzen rechts, Okay. gleich wieder links und Okay. dann einfach die Straße nach. 50 Okay. Meter. Okay, ich bringe sie nachher zum Putzen. Danke, servus. Danke, ciao. Gebucht haben wir dann schließlich im Hotel Lerchenhof in Feichten. Leider war die Adresse bei Booking falsch, aber wir haben es dann natürlich gefunden. Das ist ja nicht sehr groß. Es waren mehrere Motorradfahrer dort, mehrere Gruppen, einige vom Bayerischen Wald. Es war abends sehr lustig dort und wir konnten uns unterhalten. Das Hotel war eigentlich noch, ja, die leben hauptsächlich vom Wintersport, denke ich. Da war also nicht so viel los. Im ganzen Ort war eine Gastronomie offen mit sehr leckerem Essen. Das Frühstück war ausgezeichnet, wirklich muss man ausdrücklich loben. Und sonst hat das Hotel alles, was man braucht. Es war nicht so sehr günstig, aber es war angemessen. So, wir haben gut genächtigt, gut gefrühstückt und morgen geht es dann weiter in aller Frische. Also, danke, dass ihr dabei wart. Nach einem wirklich ausgezeichneten Frühstück in Feichten im Kaunertal starten wir jetzt und fahren runter nach Landeck und dann geht es weiter Richtung Silfreda über Ischgl und Galtier zur Bühler Höhe, wo wir eine kleine Pause am See machen. Weiter fahren wir dann den Bregenzer Wald runter und dann Richtung Arlberg.
Mal gucken, was uns verkehrsmäßig erwartet, aber ich denke, das wird ganz okay sein. Also, bleibt dran, fahrt mit und habt Spaß. Euer Motorradtourer. Ja, die Burg Berneck, die hat uns beim Herfahren schon wirklich beeindruckt. Wir haben leider nicht gehalten, sonst hätten wir da die Sonne von hinten gehabt. Heute früh jetzt fahren wir von der Kaunertaler Hauptstraße ab Richtung Kauns, um nochmal bei dieser Burg Berneck vorbeizufahren. Die liegt auf 1076 Meter Seehöhe. Ich habe jetzt einmal nachgelesen, was man so weiß über diese Burg, weil sie ja doch sehr schön da liegt. Erstmalig erwähnt wird sie 1225, also ist schon ganz schön alt. Man kann gar nicht mehr genau nachvollziehen, wie oft die der Besitzer gewechselt hat und ist ja zigmal auch verfallen und wieder gerichtet worden. 2007 wurde sie dann renoviert mit Mitteln der Münchner Messerschmidt-Stiftung. Und seither sind auch Zugänge, also sind Besichtigungen möglich. Also liegt einfach toll da oben auf dem Berg. Schaut es euch an. Wunderbar, oder? Also, wenn man das so sieht und da wohnt, schon wunderbar. Ja, das Kaunertal im Tiroler Oberland. Das hat mich ja schon ganz schön beeindruckt, das muss ich ganz eindeutig sagen. Ich habe jetzt die Eckdaten aus dem Internet zum Kaunertal ein bisschen nachgelesen. Und ja, was glaubt ihr denn so, wie viele Einwohner denn das ganze Tal hat? Also ich konnte es kaum glauben, also Stand September 23 haben die 616 Einwohner, so wenig. Und der Durchschnitt liegt auf 1287 Meter Seehöhe. Und erst 1980 brachte die Eröffnung des Skigebiets Kaunertaler Gletscher, das bis dahin wirklich sehr ländlich geprägt war, touristischen Aufschwung. Und 1998, nach dem Erfolg eben von der Touristik, schlossen sich das Kaunertal und das Pitztal zur Naturparkregion Kaunergrad zusammen. Und seither waren viele Leute von nah und fern dort zum Anschauen. Der Hauptort ist Pfeichten, da wo wir übernachtet haben. Übrigens, der Name Kaunertal geht auf das lateinische Wort cuna, die Wiege, zurück. Wohl, weil sich die ersten Siedler in dem schmalen Tal sehr geborgen wie in einer Wiege fühlten, sagt man heute. Also, da fahren wir jetzt runter, schaut zu, das ist wirklich tolles Feeling, bis wir jetzt wieder unten auf der Hauptstraße sind. Jetzt sind wir also in Landeck angekommen und fahren jetzt weiter Richtung Silvretta. Da erwartet uns auch ein Spaß, wenn es auch ordentlich frisch ist heute Morgen.
Wir fahren ja jetzt schon eine ganze Weile in diesem Tal Richtung Ischgl, Richtung Galthüer, immer im Schatten, weil da keine Sonne hinkommt. Das heißt, das Thermometer nimmt mal ab auf 4, 5 Grad und wie jetzt auf 9 Grad, wenn die Sonne da ist. Meiner Mitfahrerin, der war es richtig kalt, das heißt, wir haben dann mal ein bisschen eine Pause gemacht, damit sie ihre Handschuhe auf den Motor legen konnte. Bei der Guzzi brauche ich das natürlich nicht, weil ich habe ja jetzt eine Griffheizung. Faszinierend. Brauchst andere Handschuhe? Ja, es hat halt da unter 10 Grad. Jetzt fahren wir hoch in der Sonne, da wird ja alles sonnig sein, zur Bieler Höhe. Und da wird es uns auch nicht mehr so frösteln, weil es ja da aufgrund auch der Tätigkeit die Kurven links, rechts schon ein bisschen umtriebig sein wird. Also, schaut zu! Fährst du voraus? Gut. Tschüss. So, jetzt haben wir die Bieler Höhe erreicht, 2032 Meter hoch. Die Silfreda Hochalpenstraße ist eine der schönsten und beliebtesten Gebirgsstraßen der Alpen, wenn auch mautpflichtig. Nicht ohne Grund nennt man sie auch Traumstraße der Alpen für Genießer. Die spektakuläre Bergkulisse und die direkt am Wegesrand liegenden Seen Vermund und Silfreda ziehen Besucher mit und ohne Fahrzeug in ihren Bann.
Wir fahren jetzt runter zur Mautstelle Partennen auf 1051 Meter, also legen über 1000 Meter zurück, um wieder abzufahren. Gesamt hat die Silfreda eine Länge von 22,3 Kilometer und 34 Kehren. Die macht richtig Spaß zu fahren. Also wie bereits gesagt, wir fahren jetzt ab, die Silfreda, und fahren dann weiter nach Bludenz. Dann Richtung Arlbergpass, über Lech, Wart, Schirken und dann fahren wir zu unserem Zielpunkt in Scheideck. Jetzt sind wir an der Silfreda Hochalpenstraße. Das sieht einfach geil aus, oder? Also, da kommst du rum, also unglaublich geil sieht es aus. Ja. Das war jetzt die Abfahrt der Silfreda nach Partennen und weiter geht's jetzt zum Arlbergpass.
Ja, 2 wunderschöne Tage sind auch schon wieder zu Ende. Das geht ja echt immer rasend schnell. Wir trennen uns dann in Scheideck. Ich fahre dann weiter über Wangen, Kisleck, Bad Waldsee zur B30 nach Biberach und über Ulm dann nach Hause. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass eine Schlechtwetterfront auf mich wartete. Also ab Biberach hatte ich extremen Wind auf der 4-spurigen Richtung Ulm und ab Ulm habe ich dann alles erlebt. Regen, Sturm, Gewitter, Hagel und das war eben das, was man manchmal erleben muss. Ich war dann gegen 19 Uhr zu Hause und ja, nass war bin ich nicht. Die Klamotten waren super. Also, danke, dass ihr da wart und bis bald. Tschüss, euer Motorradtourer.